Wenn deine Katze ihr Futter vom Napf nimmt, es zu dir trägt und erst neben dir frisst, weißt du eigentlich, was das bedeutet? Ja, es wirkt wie eine kleine Marotte, eine niedliche Eigenart. Vielleicht denkst du, sie ist einfach etwas seltsam oder besonders anhänglich. Aber hinter dieser einfachen Handlung steckt etwas Tieferes, das die meisten übersehen. Es ist eine der intimsten Dinge, die deine Katze tun kann. Und wenn du es übersiehst, was die meisten Besitzer tun, könnte deine Katze aufhören, dieses Verhalten zu zeigen. Und du wirst nie erfahren, welches Zeichen absoluten Vertrauens du gerade verloren hast. Fangen wir an mit dem, was dieses Verhalten wirklich bedeutet. Erste, es ist keine Marotte und auch kein Zufall. Die meisten Menschen, die dieses Verhalten zum ersten Mal beobachten, denken dasselbe. Meine Katze ist einfach seltsam, vielleicht etwas dramatisch. Oder sie mag ihren Napf nicht. Aber das ist ein Mythos. Deine Katze trägt ihr Futter nicht zu dir, weil irgendetwas mit dem Napf nicht stimmt. Und sie tut es auch nicht, weil sie Aufmerksamkeit sucht. Was hier passiert, ist kein zufälliges Verhalten. Es ist eine bewusste Entscheidung. Eine, die weniger als 15% aller Hauskatzen überhaupt treffen. Und sie trifft sie nur gegenüber einer einzigen Person. Das ist kein Tick. Das ist ein Statement. Zweite, die Wissenschaft hinter dem gemeinsamen Fressen. Um zu verstehen, warum dieses Verhalten so selten und so bedeutsam ist, müssen wir einen Blick auf die Forschung werfen. Dr. John Bradshaw, Anthrozoologie-Experte an der University of Bristol und Autor von Cat Sense, hat jahrzehntelang das Sozialverhalten von Katzen erforscht. Seine Arbeit zeigt etwas Überraschendes. Katzen sind keine Einzelgänger. Ja, sie jagen allein. Aber in freier Wildbahn bilden sie sogenannte Kolonien. Lose soziale Gruppen, in denen bestimmte Katzen eine besondere Bindung zueinander entwickeln. Und eines der stärksten Zeichen dieser Bindung ist das sogenannte Social Feeding. Das bedeutet, Katzen, die einander vertrauen, fressen zusammen. Nicht nur zur gleichen Zeit, sondern bewusst nebeneinander, in unmittelbarer Nähe, Körper an Körper. Wenn deine Katze ihr Futter zu dir trägt, behandelt sie dich nicht wie einen Mitbewohner. Sie behandelt dich wie ein Mitglied ihrer innersten Kolonie, wie Familie. Humütvoll, nicht belehrend. Dritte, warum der Ort so wichtig ist. Jetzt wird es interessant. Denn es geht nicht nur darum, dass deine Katze neben dir frisst, es geht darum, wo sie es tut. Katzen sind extrem geruchsorientiert. Ihr Riechzentrum ist 40 Mal stärker ausgeprägt als das menschliche. Und jeder Ort in deinem Zuhause hat für deine Katze eine eigene olfaktorische Signatur. Der Platz, an dem du normalerweise sitzt, das ist für deine Katze einer der sichersten Orte im gesamten Territorium. Er riecht nach dir. Er ist von dir markiert. Er ist Heimat. Wenn deine Katze ihr Futter ausgerechnet dorthin trägt, wählt sie nicht irgendeinen Ort. Sie wählt den Ort, der für sie maximale Sicherheit bedeutet. Sie frisst nicht einfach neben dir, sie frisst unter deinem Schutz. Und hey, wenn dir das einleuchtet, lass gerne ein Like da und abonniere den Katzendenken-Kanal. So erreichen wir mehr Katzenliebhaber, die wirklich verstehen wollen, was ihre Katze ihnen sagen möchte. Vierte. Ein Instinkt, der tausende Jahre alt ist. Um dieses Verhalten wirklich zu würdigen, müssen wir einen Schritt zurücktreten. Weg von der Wohnung, zurück in die Wildnis. In freier Natur ist das Fressen einer der gefährlichsten Momente im Leben einer Katze. Denk darüber nach. Der Kopf ist gesenkt, die Aufmerksamkeit ist auf die Beute gerichtet, alle Sinne sind beschäftigt. In diesem Moment ist eine Katze am verwundbarsten. Deshalb fressen Wildkatzen normalerweise allein, an versteckten Orten, schnell und wachsam. Es ist ein Überlebensinstinkt, der seit Jahrtausenden in ihnen verankert ist. Wenn deine Hauskatze also diesen Instinkt überwindet und sich entscheidet, ausgerechnet neben dir zu fressen, ist das keine Kleinigkeit.
Sie sagt damit: Ich vertraue dir so sehr, dass ich meine größte Verwundbarkeit mit dir teile. Das ist Evolution, die für dich eine Ausnahme macht. 5. Das Futter spielt auch eine Rolle. Natürlich wäre es keine vollständige Erklärung, wenn wir das Futter selbst ignorieren würden. Manchmal trägt eine Katze ihr Futter weg, weil der Napf an einem ungünstigen Ort steht. Zu nah am Katzenklo, zu nah an einer lauten Maschine oder in einem Durchgangsbereich. Aber hier ist der entscheidende Unterschied. Wenn der Napf das Problem ist, trägt die Katze ihr Futter irgendwo hin. Unter den Tisch, in eine Ecke, hinter das Sofa. Wenn deine Katze ihr Futter jedoch gezielt zu dir trägt, ist der Napf nicht das Problem. Du bist die Lösung. Sie wählt nicht Abwesenheit von Stress, sie wählt Anwesenheit von Sicherheit. Und diese Sicherheit bist du. 6. Die dramatischsten Futterboten. Jetzt müssen wir kurz über einen bestimmten Katzentyp sprechen. Du weißt wahrscheinlich, wen ich meine. Es gibt Katzen, die ihr Futter nicht einfach neben dich tragen. Nein, sie machen eine ganze Zeremonie daraus. Sie holen ein einzelnes Stück Trockenfutter, tragen es durch das halbe Wohnzimmer, legen es vor deinen Fuß, schauen dich an, fressen es mit theatraler Langsamkeit und gehen dann zurück zum Napf, um das nächste Stück zu holen. 20 Stücke, 20 Reisen, 20 bedeutungsvolle Blicke. Wenn deine Katze zu diesen kleinen Dramatikerinnen gehört, sei nicht genervt, sei geehrt. Sie gibt dir gerade eine Dinner-Performance, die sonst niemand zu sehen bekommt. Du hast einen Gourmet-Moment mit deiner Katze, jeden einzelnen Tag. 7. Die eine Person, die sie wählt. Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der dieses Verhalten wirklich besonders macht. Katzen, die Social Feeding zeigen, tun es nicht mit jedem. Nicht mit Besuchern. Nicht mit dem Nachbarn, der sie füttert, wenn du im Urlaub bist. Oft nicht einmal mit anderen Familienmitgliedern im selben Haushalt. Sie tun es mit einer Person. Dr. Sharon Crowell Davis, Professorin für Tierverhalten an der University of Georgia, hat in ihrer Forschung gezeigt, dass Katzen in Mehrkatzenhaushalten sogenannte bevorzugte Partner entwickeln. Eine einzelne Katze, mit der sie schlafen, sich putzen und fressen. Wenn du ein Mensch bist und deine Katze dieses Verhalten bei dir zeigt, hast du diesen Status erreicht. Du bist nicht einfach ihr Besitzer, du bist ihr bevorzugter Partner, ihre erste Wahl, ihre sicherste Bindung. Achte, was dieses Verhalten wirklich über eure Beziehung sagt. Lass uns einen Moment innehalten. Katzen sind Meister darin, ihre Emotionen zu verbergen. Sie zeigen selten offene Zuneigung, sie fordern selten aktiv Nähe ein. Und sie sind notorisch schwer zu lesen. Aber dieses Verhalten, das ist keine subtile Andeutung, das ist eine Liebeserklärung in Katzensprache. Deine Katze trägt ihre Lebensgrundlage zu dir, das Wichtigste, was sie hat. Und sie konsumiert es in deiner Gegenwart, in einem Moment absoluter Verwundbarkeit. Das ist nicht Anhänglichkeit, das ist nicht Gewohnheit, das ist tiefes, echtes, bedingungsloses Vertrauen. Wenn du jemals gezweifelt hast, ob deine Katze dich wirklich liebt, ist dieses Verhalten deine Antwort. 9. Wann du aufmerksam werden solltest? Aber es gibt auch eine andere Seite. Eine, die wir nicht ignorieren dürfen. Wenn deine Katze dieses Verhalten plötzlich und neu entwickelt, solltest du genauer hinschauen. Vor allem, wenn es mit anderen Veränderungen einhergeht. Weniger Appetit, Gewichtsverlust, Rückzug. Manchmal suchen Katzen verstärkt menschliche Nähe, wenn sie sich unwohl fühlen. Es ist ihr Weg, Trost zu finden, wenn etwas nicht stimmt. Wenn deine Katze also nie neben dir gefressen hat und es plötzlich tut, beobachte sie aufmerksam. Achte auf weitere Signale und im Zweifel konsultiere einen Tierarzt. In den meisten Fällen ist es pures Vertrauen, aber Achtsamkeit ist immer die richtige Antwort.
Wenn deine Katze ihr Futter zu dir trägt und neben dir frisst, hast du etwas erreicht, das die meisten Katzenbesitzer nie erleben werden. Du hast das höchste Vertrauen eines Tieres gewonnen, das genetisch darauf programmiert ist, niemandem zu vertrauen. Nicht, weil du perfekt bist, sondern weil du für deine Katze Sicherheit bedeutest. Konstanz, Heimat. Das ist keine kleine Sache, das ist alles. Wenn du dieses Video hilfreich fandest, abonniere diesen Kanal für mehr Einblicke in das, was deine Katze dir wirklich sagen will. Und wir sehen uns im nächsten Video.